Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the woeful heart to sing. Fair is the sunshine, fairer still the moonlight, and all the twinkling starry hosts. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels heaven can boast. Beautiful Savior, Lord of all the nations, Son of God and Son of Man, glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Okay, let's Muss das mit Gebet öffnen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thank you for this new morning and that you gathered us here together. danke für diesen neuen Morgen und dass du uns hier versammelt hast. Please let us be attentive with all our heart. Bitte lass uns mit dem ganzen Herzen aufmerksam sein Please let your word come to us now. und bitte lass dein Wort jetzt zu uns kommen. Let us connect all the dots so we can see the line. Lass uns all die Punkte zusammenfügen können, sodass wir die Linie erkennen können. And please be with the live stream and all the technique and everything so that everybody can participate who wants to. Bitte sei auch mit dem Livestream und mit der Technik, sodass jeder, der hier teilnehmen möchte, auch die Möglichkeit dazu hat. Please also go after the ones who doesn't want to, so that they will come back. Und bitte geh auch denen nach, die jetzt nicht möchten, sodass sie zurückkommen können. Thank you in Jesus' name. Ich danke dir in Jesu Namen an. Okay, good morning, everybody. Morgen alle zusammen. Turn in your Bibles to Isaiah 55. Geht in euren Bibeln zu Jesaja 55. And go to verse 7. Jesaja 55, Vers 7. It says, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So according to these verses, Bis Vers 9. what makes us wicked or unrighteous? Gemäß diesen Versen, was macht uns gottlos oder ungerecht? Your thoughts don't make you unrighteous, but
when your thoughts are not in accordance with God's thoughts, that's what makes you Also wenn unrighteous. unsere Gedanken nicht im Einklang sind mit Gottes Gedanken, Right? das macht dich ungerecht. The Lord is saying that your mind is not in harmony with my mind. Right? Denn der Herr sagt ja, dein Verstand ist nicht in Harmonie von Natur aus mit meinem Verstand. And when we understand the plan of salvation, what is it that Christ has come to do? Und wenn wir den Erlösungsplan verstehen, wozu ist Christus gekommen, was wollte er tun? That's his mind. Yeah, so we have the mind of Christ, right? Dass er uns seinen Verstand geben kann, sodass wir den Verstand Christi haben können. Right, and the mind is the heart, right? Und der Verstand ist das Herz, richtig? Right, the Lord's spent all this time going through all these symbols, showing you that the sanctuary, which is His way, is about how He's going to change our hearts. Wenn Right? er studiert jetzt, wie das Heiligtum seinen Weg darstellt und wie er darin dann auch darstellt, wie er unser Herz verändern möchte. So when we hold on to false concepts, according to this, we are wicked. It's unrighteousness. Also right? wenn wir an falschen Konzepten festhalten, dann gemäß diesen Versen, dann ist das Bosheit, das ist Gottlosigkeit, das ist Ungerechtigkeit. Right? Now, the Lord doesn't hold you accountable for having a wrong thought, but when that wrong thought's been revealed to you and you hold on to it, now it's unrighteous. Right? Also der Herr wird dich nicht zur Rechenschaft ziehen, wenn du einen falschen Gedanken hast, aber sobald er dir zeigt, dass es ein falscher Gedanke ist, dann bist du jetzt auch rechenschaftspflichtig, wenn du Right. daran festhältst. It's like Isaiah. Isaiah was righteous, but when the light shone into his heart and revealed something about him that he hadn't seen, he was now unrighteous, right? So wie bei Jesaja, er war an sich gerecht vor Gott, aber als dann das Licht in sein Herz schien und etwas über ihn offenbarte, was er vorher nicht wusste, dann war er auf einmal ungerecht vor Gott. Because it says what was hidden in his heart was evil. Denn Right. es steht ja geschrieben, das, was in seinem Herzen verborgen war, das war böse. He said he had not known this until the revelation was given him. Und Ellen White schreibt, er wusste davon nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er diese Offenbarung erhielt. Okay, and that's what this message is all about, right? It's all about a constant unveiling of truth, Und right? darum geht es ja letztendlich in dieser Botschaft, es ist ein beständiges Entfalten der Wahrheit. Right? And what I've seen along the years is people get so far and they just like, no, I don't want to accept that now because it's like an onion. The skins come off bit by bit, but they get so far and they don't want to be unpeeled anymore. Right? Und das, was ich in der Botschaft immer wieder erlebt habe, die Leute gehen bis zu einem bestimmten Punkt mit, aber dann sagen sie, ja, jetzt reicht das, das möchte ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr akzeptieren. So wie eine Zwiebel, die man sozusagen häutet und irgendwann kommt man zum Punkt, wo die Leute sagen, ja, ich möchte nicht weiter gehäutet werden. Right? So the truth is constantly revealing layers in us. That's how stubborn our hearts are, right? Die Wahrheit, die entfaltet beständig und offenbart beständig diese verschiedenen Ebenen in uns und wie stur wir sind in unseren Herzen. Okay, so I want to, there's an expression in English, to throw a cat amongst the pigeons. Nun, es gibt einen Ausdruck im Englischen, dass man eine Katze unter die Tauben wirft. Das möchte ich jetzt machen. Right, and generally when a cat goes amongst the pigeons, there's a bit of a flurry going on, right? Und normalerweise, wenn man so eine Katze unter die Tauben werfen würde, dann würde ja letztendlich Federn fliegen. Okay, so anyway, let's just look at our board. Nun, lass uns die Tafel mal anschauen. So we understand, right, from Daniel chapter 2, the biggest fractal, here you have Babylon, Medo-Persia, Greece, down to Rome, right? Also in Daniel Kapitel 2, im größten Fraktal, haben wir Babylon bis Rom hinab. And Sister White says that he will overturn till he comes, right? Speaking about the second coming of Christ, right? Es steht ja geschrieben, ich werde umstürzen, bis der kommt, dem das Anrecht zusteht, und das ist ja die Wiederkunft Christi. We know that it's the fourth that makes the death decree, right? Wir wissen, dass es das vierte Reich ist, was das Todesdekret macht. And we know that during the 7 last plagues, there's a death decree, Und wir wissen, dass auch während der 7 letzten Plagen es dieses Todesdekret gibt. followed by the second coming, right? Gefolgt von der Wiederkunft. So you have this big illustration from the beginning of the Sunday law all the way till Christ comes, Deswegen right? haben wir diese große Darstellung von Sonntagsgesetz beginnt hinab bis zur Wiederkunft Christi. Right. But when you get to Daniel chapter 7, it takes us this
same illustration, but it takes us to a smaller level, right? Wenn wir zu Daniel 7 kommen, dann hat man dieselbe Darstellung der Reiche, aber auf einer kleineren Ebene. Right? For many reasons it does that. We don't profess to understand why the Lord does that, but that's what he does, right? Also wir geben nicht vor, das schon völlig zu ergreifen, warum der Herr das macht, aber man kann es klar sehen, dass er das macht. Right? And he does it here, the same four kingdoms, through the lion, the bear, the leopard, and the dragon. Also er Right? macht das also hier auf dieser Ebene hier, dieselben 4 Königreiche dargestellt durch den Löwen, Bären, Leoparden und Drachen. Right? Which is represented by 1260. Und das wird durch die 1260 dargestellt. So, see if we can remember, what's our justification for taking Daniel 7, the same 4 symbols as in Daniel 2, and putting it in the Sunday law, whereas Daniel 2 is representing the whole thing. Und wer kann sich noch erinnern, warum können wir hier aus Daniel 7, oder warum nehmen wir Daniel 7, diese 4 Tiere, was ja dieselben Reiche sind wie in Daniel 2, und warum stecken wir die 4 Reiche hier aus Daniel 7 in das Sonntagsgesetz, aber die 4 auf dieser großen Ebene? Was war nochmal What's our Der Grund justification? der Grund dahinter? Was ist die Rechtfertigung dafür? Revelation 13, for instance. Yeah, I know that you know the answer. They've got to start thinking, right? Right, Revelation 13. Also Offenbarung 13. Why? Warum? Also in Revelation 14 we have the 4 beasts in the Papacy being the 4 beasts, and the Papacy is the ruling For 1260. Yes. Also in right. Offenbarung 13 haben wir das päpstliche Tier, und in dem päpstlichen Tier sind ja diese 4 Tiere enthalten, und das Papsttum herrscht ja für diese 1260, für das Sonntagsgesetz. Okay, the 1260 is a representation of the Sunday law, Die right? 1260 ist eine Darstellung des Sonntagsgesetzes. Because God demonstrates the past, the present, and the future. Weil Right? Gott demonstriert ja die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. So if you just take the reform line of the 7 thunders, right? Also wenn wir die Reformlinie der 7 Donner betrachten, John ist Johannes hier, is looking at the past, the 1260, und right? er schaut in die Vergangenheit, in diese 1260. Present is time of peace, Die right? Gegenwart ist dann eine Zeit des Friedens, Where you've got a 2-horned power rising up, wo right? eine zweihörnige Macht hier aufkommt. And he looks forward to time of trouble, right? Und er schaut vorwärts auf eine Zeit der Trübsal, Where this time period just repeats, right? wo in der Zukunft dann einfach diese Sonntagsgesetzzeit einfach sich nochmal wiederholen wird. Everybody follow? Kann jeder folgen? Right? So the rule is that the Bible interprets itself, right? Die Regel lautet ja, dass die Bibel sich selbst auslegen muss. No prophecy of the scripture is of any private interpretation. Und keine Prophezeiung der Bibel ist von eigenmächtiger Deutung. Okay? And so we know that the 4th is the 7 last plagues, right? Wir wissen, dass das 4. Reich auch die 7 letzten Plagen ist. And the 4th is a combination of church and state. Und das 4. ist eine Verbindung von Kirche und Staat. And we know here we have 3 plagues followed by 7 plagues, Wir right? wissen, dass wir hier 3 Plagen haben, gefolgt von 7 Plagen. Okay? So what it does is it gives us 7 plagues right here. Was das dann für uns tut, ist, dass es uns dann hier 7 Plagen gibt. Which kingdom is this? Welches Königreich ist das hier? Okay, Das ist Rom. yeah, but which one? Aber welches? It's the 4th, Das ist das 4. right? This is the point I'm making. The 4th, right, is in the 7 plagues, right? Das 4. ist in den 7 Plagen. So when you have this illustration, right, from the midnight cry forward, you got 7 plagues, right? 1, Wenn wir diese 2, Darstellung haben, hier vom Mitternachtsruf vorwärts, haben wir diese 7 Plagen markiert. Und in dem Fraktal wäre es dann vom Mitternachtsruf bis zum Ende so dargestellt. right? Richtig? Because we know that the Sunday law is also a type of the 7 plagues, right? Wir wissen, das Sonntagsgesetz ist ja auch ein Typus für die 7 letzten Plagen. Because Sister White, should I say, the Bible parallels the 1260
with the Great Tribulation, which is the 7 last Die plagues. Bibel, die vergleicht hier die 1260 mit der großen Zeit der Trübsal, was die 7 letzten Plagen sind. So I can do 7 plagues right along there, right? Ich würde also auch die 7 letzten Plagen komplett hier vom Sonntagsgesetz bis zum Ende machen. Right? It's teaching us many things, right? Das lehrt uns viele verschiedene Dinge. Okay, we've got to see these parallels, why the Lord is doing that, right? Wir müssen diese Parallelen sehen und verstehen, warum der Herr das macht. But Daniel 7 is parallel with Daniel 8, Aber Daniel 7 ist eine Parallele mit Daniel 8 hier. right? Richtig? These horns these different pagan horns that are popping up here, Und right? Daniel 8 spricht ja von diesen verschiedenen heidnischen Hörnern, die hier aufkommen. So, okay, and the point that I want to get to is that when you take the Sunday law crisis and you bring it down here, Der Punkt, den ich machen möchte, ist, wenn wir die Sonntagsgesetzkrise nehmen und dann hier ausspannen, right? Again, when you go to Daniel 11, you have 4 kings, right? und wenn wir dann hier zu Daniel 11 kommen, dann haben wir hier wieder 4 Könige markiert. Okay, and they're all the Medo-Persian kingdom, right? Und sie sind aber alle Teil des Medo-Persischen Reiches. So it teaches us that this Medo-Persian king that begins here rules all the way up to here, right? Deswegen es lehrt uns, dass dieses Medo-Persische Reich, was hier anfängt, bis zu dem Punkt dann regiert. Richtig? Right? And then this Greek horn comes, Aber dann kommt dieses griechische Horn right, and attacks him, right? und greift den Medo-Persien an. And in type, prophetically speaking, that's where we are, right? Und im Typus gesehen, prophetisch gesprochen, das ist ja die Zeit, in der wir uns jetzt gerade hier So when befinden. you bring this down here, there's this Greek horn, Also wenn du das hier runterbringst, dann haben wir hier am Anfang dieses griechische Horn. south coming against the north, right? Da kommt der Süden ja dann gegen den Norden. But this is also the time of the end, right? Aber das hier ist ja auch die Zeit des Endes. Parallel up here, right? Eine Parallele hier Mit mit Sonntag. dem Sonntagsgesetz, was ja auch die Zeit des Endes ist. Right? Richtig? So when you come here, what's the difference between this and this? Und wenn du hier kommst, was ist der Unterschied zwischen dem hier und dem hier? It's like one of these spot the difference things that you see in a magazine, right? Das ist wie ein Entdecke den Unterschied, wie so ein Magazin manchmal enthalten ist. Und so What's the difference? ein Bild. Was ist der Unterschied? No guessing, Margaret. More harder. Okay, Es well wird done. schwerer sein. Explain Oder, your point. also es wird schwerer oder größer werden. Erklär deinen Punkt. No, explain it. Why did you say that? Also warum sagst du das? They're different. No, just explain it. Just point to the board. Why are you saying what you're saying? Also warum wird das zweite Sonntagsgesetz härter werden als das erste? On the statue, we can see it. Okay, explain. You're making statements, but you're not explaining yourself. Stand- Think kann if man you're das talking to some sehen? child that has got no clue what you're talking about. Just explain it. Im Standbild kann man das sehen, aber erklär, warum das ist. Okay, no, okay, maybe my question. It's on the board. Explain it on the board, Margaret. Du kannst es auf der Tafel sehen, erklär das hier auf der Tafel. You've got to be able to explain why you believe something, right? Du musst in der Lage sein, auch zu erklären, warum du etwas glaubst. It's okay. So what's this? Was ist das hier? Babylon. It's gold. A gold, right? Das ist Gold. And here's a silver, Das right? ist Silber. And what's here? Was hier? So what's the difference Bronze. between this and this? Also was ist der Unterschied hier zwischen dem, wo es Bronze ist und dem hier, wo es Gold ist? Why? But in Geld in Wert. Ja. Also es decreases in value. Yes, it's decreased in value. So, but Ja, es ist in Wert vermindert. the point that I want to see here, right, is that the symbol that's illustrating this Sunday law is different from the symbol that's illustrating this Sunday law, Punkt, den right? ich euch sehen lassen möchte, das Symbol, was benutzt wird, um dieses Sonntagsgesetz hier zu symbolisieren, wie zum Beispiel die Bronze ist, unterschiedlich zu dem Symbol, was hier für dieses Sonntagsgesetz benutzt wird. Richtig? Okay, and the fact is, but Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, how many kingdoms is it? Aber
die Tatsache ist, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, wie viele Königreiche sind das hier am Ende der Welt? It's one kingdom, Das ist ein Königreich. right? So, but now, Scott said some a minute ago, and I'm not answering him because he's throwing this thing out there, right? And it's not at the point where we can throw statements like that out there. But anyway, we will come to that. But Also Scott hat ihm gerade noch eine Aussage gemacht, die ist aber jetzt nicht sozusagen für den Punkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, nicht zeitgemäß. and he only knows that because we had a discussion last night. Right? Er versteht das nur, weil wir darüber gestern gesprochen haben. But the point that has been made, right, is that if you just take this big illustration and you were to parallel it with it on this level, what would you see? Also wenn wir diese große Darstellung hier nehmen und sie parallel setzen mit diesem Ebene hier, was würden wir sehen? Okay, let me ask the question, right? You've got these 4 kingdoms here. You have the same 4 kingdoms here, right? Wir haben die 4 Königreiche hier oben und wir haben dieselben Königreiche hier drin. Right? So what I want you to do is I want you to take those 4 kingdoms which are lined up with these horns and tell me what you see. Ich möchte jetzt, dass ihr diese 4 Königreiche nehmt, die hier mit den Hörnern parallel sind, und was seht ihr dadurch? Okay, yes. 2 Hörner gemacht, eine Horn und wieder 2 Hörner. Okay, Greece. Here's the key, right? Also hier ist Griechenland, hier ist der Schlüssel. So when you go from it's going from this to this, Das ist der Übergang von hier zu hier. Richtig? because here's the Greek horn right here, Und right? hier ist hier das griechische Horn. So if you just take this now, right? We know that they're in between here, right? There's a little time of peace, right? Und wenn man das jetzt die Darstellung hier nimmt, dann verstehen wir, dass ja sozusagen hier in dieser Wegstrecke es eine kleine Zeit des Friedens dazwischen gibt. Richtig? Right? You can take this because it's here, and you could take this also, and you could spread it out like that, right? Dann könnt ihr das hier nehmen und dann hier darstellen oder auch das nehmen und sogar hier so ausspannen. Okay, so take this fractal here, right? Nehmen wir jetzt also dieses Fraktal hier. Here you have this little time of peace. Dann wäre hier diese kleine Zeit des Friedens. What do you have here in this whole time period? Was haben wir hier in der gesamten Zeit? Yes, the Timotheus, that's not what I'm asking. What's Zeit der what's Trübsal, here? ja. The Greek horn, Da haben wir das griechische Horn. right? So if I was to take this now and do this, right? This Greek horn would rule this whole time period, right? Und wenn ich das hier nehmen würde und das hier ausspannen würde, dann würde das griechische Horn dann die gesamte Zeit regieren. Okay. Now it's confusing, but it doesn't matter. It's there, and we're required to understand what that means, right? Just to understand what you want to say. You say the Greek horn is ruling this whole time from here? No. I'm saying that what I'm saying is that when you just okay, I get what you're saying, but for instance, right? This is a type of the midnight cry, right? Also beispielsweise, das ist ein Typus für den Mitternachtsruf. When you go to the midnight cry here, who rises up? Wenn du hier zum Mitternachtsruf kommst, wer kommt hier auf? The south, Der Süden. right? So there's a. I also was thinking about this, but nonetheless, the south rises up here, right? Also der Süden kommt hier auf. The point is, it's making here, right? If you parallel this with this, right? Who is Greece? Wenn du das mit dem parallel setzt, wer ist Griechenland? No, I'm not saying this is, but if you take it here, for instance, the Greek horn here, which comes here, who is it? Das griechische Horn, was hier kommt, was am Anfang der 10 anfängt, wer ist das? It's the south coming against the north, Der right? Süden, der gegen den Norden kommt. Right. So when you hear the Greek horn this whole way, who's rising up here? Das griechische Horn, hier den gesamten Weg, wer kommt hier auf? The south, right? Der Süden.
So when the south rises against the north here, it's teaching us something here, right? Wenn der Süden hier gegen den Norden aufkommt, dann lehrt uns das etwas hier. Right? We're required to compare these things and allow the Bible to teach. What does that mean? Right? Sondern das miteinander vergleichen und die Bibel die Erlaubnis geben, uns das zu erklären, was es bedeutet. Okay, so this little 10 here is an illustration of the 7 thunders, right? Die kleine 10 hier ist eine Darstellung der 7 Donner. So if I just take this, right, and I parallel it with this, what does it do? Ich das jetzt hier nehme und dann parallel setze und damit oben, was tut das? Yeah, you've got the Greek king all here, and you've got this Greek king, right, ruling here. But let's just take this Den fractal right griechischen into it, König right? dort und den griechischen König dort und der herrscht hier. Okay. Now I don't profess to understand all these things, but I'm just making these points. So it's something we have to think about, right? Also ich gebe nicht vor, das alles zu verstehen. Ich möchte nur diese Punkte machen und darüber sollen wir nachdenken. And I'll show you why. You'll get the point in a moment, right? Und ich werde euch sagen, warum. Ihr werdet den Punkt gleich verstehen. Okay. Now, let's think about Daniel chapter 2, right? Lass uns Daniel 2 anschauen. Daniel chapter 2 is speaking about the head of gold, right? Daniel 2 spricht über den Kopf aus Gold. Nebuchadnezzar. You get to the end here, and Daniel, standing here in this time period, says, "Thou art this head of gold, and you're about to be brought down." Right? Daniel 2, Daniel steht jetzt hier von Nebukadnezar und sagt, du bist kurz davor niedergebracht zu werden. And Daniel 2 is paralleled with Daniel 4, right? Daniel 2 ist eine Parallele zu Daniel 4. Thou art this great tree, right? Du bist dieser große Baum. And he gets cut down for 7 years, right? Er wird abgehauen für 7 Jahre. Positive thing or negative? Ist das etwas Positives oder etwas Negatives? Positive. Etwas Positives. Why is it positive? Warum ist das positiv? Yes, because the rain from heaven is falling on him, right? Weil der Regen des Himmels auf ihn herabfällt. Daniel chapter 2 is a parallel to which other story? Daniel 2 ist eine Parallele zu welcher anderen Geschichte? Genesis 41, Das 1. Mose 41. right? Pharaoh, Zu Pharao. right? This good Pharaoh, because what does Joseph stands at the end and tells Pharaoh what God is about to do. What is God about to do? Was sagt Josef hier am Ende? Was ist Gott dabei zu tun? 7 good years. 7 good years, right? 7 It's gut Jahre. positive, Das ist right? etwas Positives. The Lord is about to pour out his blessings on them, and Pharaoh and Nebuchadnezzar both become like Christ, right? Also der Herr ist dabei, seine Segnung auszugießen und Pharao und Nebukadnezar, die werden letztendlich so wie Christus werden. And you also have Darius, right? Und wir haben auch Darius. So you have, at this point, you have Darius, Pharaoh, and Nebuchadnezzar, all represent the same symbol, right? Wir Darius, Pharao und Nebukadnezar, die alle dasselbe Symbol repräsentieren. Okay, they're the king of the north. Und sie sind der König des Nordens. They've truly become, from the false king of the north, they've become the true king of the north, right? Sie sind vom falschen König des Nordens zum wahren König des Nordens geworden. But when you get here, is he still ruling? Aber wenn wir hier kommen zum nächsten Sonntagsgesetz, herrscht diese Figur Why noch? are you shaking your head? It is ruling. Yes. Ja, es herrscht immer noch. Line upon line, Margaret. Linie auf Linie. Darius is ruling here, right? Darius zum Beispiel herrscht hier noch. But he's not fighting against God's people, Aber er kämpft dort nicht gegen Gottes Volk. right? And it's teaching us, right, that this one here is changed, right? He's decreased in value, Er right? lehrt uns dann, dass dieses Reich hier sich verändert hat, dass es in Wertigkeit vermindert worden. Is that a good thing or a bad thing? Ist das eine gute Sache oder eine schlechte Sache? It's bad, right? Das ist etwas Schlechtes. Because just like the midnight cry is worse than this period, right? The second Sunday law is going to be much worse than the first one, right? Genauso wie der Mitternachtsruf schlimmer sein wird als hier diese erste Zeit der Trübsal, so ist das genau so mit dem zweiten Sonntagsgesetz in Bezug
zum ersten Sonntagsgesetz. Right. So, now, so when you understand the Greek horn can also be the south, right? Und wenn du verstehst, dass das griechische Horn auch der Süden ist, Okay, for instance, Pharaoh here in Exodus, zum Beispiel Pharao hier in 2. Mose, is he much worse than the Pharaoh that was in Genesis? ist er nicht viel schlimmer als der Pharao, der in 1. Mose war? Yeah, he's totally evil, right? Ja, er ist völlig böse. And Sister White takes that Pharaoh and likens him unto the south in the US Civil War. Ellen White nimmt diesen Pharao und er vergleicht ihn dann mit dem Süden im US-Bürgerkrieg. Right? Because in the US Civil War it was the south that was making them slaves, right? Im US-Bürgerkrieg war es ja der Süden, der sie zu Sklaven gemacht hat. Right? Richtig? And the US Civil War is an illustration of the war between the North and the South, Der right? US-Bürgerkrieg war eine Illustration zwischen dem Kampf zwischen Nord und Süd. But in that illustration, who does the North represent? Aber in dieser Darstellung, wen stellt der Norden dar? It's an illustration of the work of Christ, right? Eine Darstellung vom Werk Christi. At the end of that, who wins the US Civil War? Wer gewinnt den US-Bürgerkrieg? The North, right? Der Norden. And the North makes reparations, Und der right? Norden gibt dann eine Reparaturzahlung am Ende. Right? Richtig? Okay. So I'll give you an illustration. Go to Genesis 21. Ich möchte euch eine Darstellung davon geben. Gehen wir zu 1. Mose 21. Was it here? Genesis. Sure, it was Genesis 21. One second. Maybe I've got the wrong place. No, Genesis 20, excuse me, not 21. 1. Mose 20 ist es. Now, this is a story about Abimelech, Das hier ist jetzt eine Geschichte über Abimelech. right? And when you read this story about Abimelech, it's all about Abraham's experience with him, right? Und wenn du diese Geschichte jetzt hier über Abimelech liest, dann handelt es von der Erfahrung, die Abraham mit ihm gemacht hat. When you go to the story of Isaac, he has an almost parallel experience with the same Abimelech. Wenn du zur Geschichte von Isaac gehst, dann hat er eigentlich eine Parallelerfahrung mit diesem selben Abimelech gehabt. They both go down, and Abimelech is the king of the Philistines. Und Abimelech ist der König der Philister und sie kommen dort kurz hinab zu ihm. Okay, so he's the king of the Philistines, or should I say, who do the Philistines represent? Und wen stellen die Philister dar? Das Papsttum. The Philistines are not the papacy. Die Philister sind nicht das Papsttum. What do the Philistines represent? Was stellen die Philister dar? The what, sorry? Come on, there's three symbols Da gibt es for drei the Symbole, die am threefold Ende der union. Welt. Which one do the Philistines represent? Dreifältige Union. Wen stellen die We Philister went dar? through this the other day. Wir haben uns das am vergangenen Tag Okay. angeschaut. Go to first Samuel 17, I think it is. Gehen wir zu 1. Samuel 17. Trying to think where it is, but when he kills the Philistines, there's a war between them then. Do you remember where that is? 1. Samuel 14. First Samuel 14? They slew each other, you mean? Ah, yes, maybe it was there, yes. 1. Samuel 14.
Yes, in verse 16. Sondern Vers 16. You just go to verse 15 first, right? So, lass uns in Vers 15 beginnen. And there was trembling in the host in the field and among the people, the garrison and the spoilers, they also trembled, and the earth quaked, it was a very great trembling. And the watchmen of Saul in Gibeah of Benjamin looked, and behold, the multitude melted away, and they went on beating down one another. Das ist Vers 16. So who's beating who? Wer erschlägt hier wen? Philistine is beating Philistine, right? Philister erschlagen die Philister. So just go to Isaiah 19, verse 1. Jesaja 19, Vers 1. Verse 1. Vers 1 und 2. It says, the burden of Egypt. Behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence. And the heart of Egypt shall melt in the midst of it. And I will set Egyptians against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, every one against his neighbour, city against city, kingdom against kingdom. So Sister White takes kingdom against kingdom, right, in Matthew 24, and what does she apply it to? Ellen White nimmt Königreich gegen Königreich und worauf bezieht sie das? Yes, but she takes it and applies it to 1848. Sie Right. nimmt das und wendet das auf 1848 an. What happened in 1848? Und was ist 1848 passiert? There was a civil war, Da gab es right? einen Bürgerkrieg. That means that it was French people fighting against French people, right? Das bedeutete, dass Franzosen gegen Franzosen gekämpft haben. So, who is France in that illustration? Und wer ist Frankreich in dieser Darstellung? Yeah, the south is Egypt, it's the kings, right? Süden des Ägypten sind die Könige. Okay, so now I'll ask you the question, who are the Philistines? Jetzt war ich nochmal die Frage, ich stelle nochmal die Frage, wer sind die Philister? Das sind der Süden. Right, the south is always an illustration of the world, right? Der Süden ist immer eine Darstellung der Welt. But in the world, there are two mindsets, right? Aber in der Welt gibt es zwei verschiedene Ideologien. Right? So even though you're the south, you can be of the north because you have the woman sitting on your mind, right? Selbst wenn du an sich ein Bürger des Südens bist, kannst du vom Norden sein, weil du diese Frau auf deinem Verstand sitzen hast. Okay, so what I want you to see is when Abraham goes to Abimelech, who's the king of the Philistines, it's an illustration of the king of the north. Was Right? ich sehen lassen möchte, ist also, wenn Abraham zu den Philistern geht, dann welcher Abimelech ist dann, ja, dass das eine Darstellung ist des Königs des Nordens. Because he's the one that rules over all the kings, right? Denn er ist derjenige, der über alle Könige herrscht. Right? Just like Pharaoh, just like Nebuchadnezzar. Genau wie Pharao und Nebukadnezar. And both Pharaoh and Nebuchadnezzar are the king of the north. Und sowohl Pharao als auch Nebukadnezar, sie sind der König des Nordens. Even though Pharaoh's the king of the south, he's the king of the north because the woman sits on his mind. Auch wenn Right? Pharao an sich einzeln genommen, der König des Südens ist, er ist der König des Nordens, weil die Frau jetzt auf seinem Verstand sitzt. Right? Because in the second son-in-law you have Nebuchadnezzar and Belshazzar, right? Yes. Im zweiten Sondergesetz haben wir Nebukadnezar und Belshazzar. They are both Babylon, right? Sind Yes. beide Babylon. But what is interesting, the first pharaoh that is in Exodus chapter 1, puts the death decree in place, you know, Was interessant ist, dass der erste Pharao aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 1, der das Todesdekret an den Platz setzt, right, was the father of the second pharaoh who put the labor on the Yes. Israelites. war auch der Vater des nächsten Pharaos, der ja diese Extralast auf die Juden gelegt hat. And they ruled over Egypt, but his father was an Assyrian. Und sie haben über Ägypten geherrscht, aber der Vater war ein Assyrer. So an Assyrian is the north, so Yes. they ruled over the south. Yes, yes. Der Assyrer ist ja der Norden und sozusagen es gab einen assyrischen König, der über den Süden geherrscht hat. Ezekiel 31 says, Pharaoh, whom art thou like in greatness? Und Hesekiel 31
wird dir die Frage gestellt, Pharao, wem bist du gleich in deiner Größe? Sorry? No, the Assyrian. Yes. Und da wird dir dann gesagt, wie der Assyrer. So Pharaoh is likened unto the Assyrian. The Assyrian is the king of the north, Und right? in Ezekiel 31 wird der Pharao dann mit dem Assyrer verglichen und der Assyrer ist der König des Nordens. So the true king of the north is in a different planet, right? Also der wahre König des Nordens, der ist woanders, der ist im Himmel. The king of this planet is Satan. He's the king of the south, Der right? König dieses Planeten hier ist Satan, er ist der König des Südens. It's a war between this planet and the ruler of that planet, right? Also sozusagen ein Krieg zwischen diesem Planet, dem Herrscher diesem Planeten, gegen den Herrscher des anderen Planeten oder des Okay. Herrscher des Himmels. But the ruler of this planet, Satan, wants to be like the king of the north. So he impersonates him, right? Aber der Herrscher dieses Planeten hier, der möchte so sein wie der wahre König des Nordens und deswegen personifiziert er ihn hier auf der Erde. Right. It's all a deception plan. This is what you have to understand. Das ist Right? alles ein Plan der Täuschung und das ist, was wir verstehen müssen. Okay, now you'll see why I'm getting there in a moment. So, Ich werde gleich verstehen, warum ich diese ganzen Sachen angebracht habe. when you come to this second Sunday law, right? Wenn wir zum zweiten Sonntagsgesetz kommen, Darius, right, who's now become like Christ, he says, "Peace be unto you," right? da ist ja dann Darius, der wie Christus geworden ist und der sagt, Friede sei mit euch. Right. Just go to the end of Daniel chapter 6. Gehen wir zum Ende von Daniel 6. Verse 24. Daniel 6, im Deutschen ist es Vers 25. So, he's the king of the north, right? Er ist der König des Nordens. But he's the true king of the north. Aber er ist jetzt hier der wahre König des Nordens. Verse 24. Vers 25 im And the Deutschen. king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives, and the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces of ever they came at the bottom of the den. Then King Darius wrote unto all people, nations, languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. Right? Das ist Vers 26. Christ, right? Das ist Christus. So it's the king of the north, and he's punishing the king of the south. Also er ist hier der König des Nordens und er bestraft jetzt hier den König des Südens. But when I say the king of the south, I mean Egypt, right? Aber wenn ich den König des Südens hier erwähne, dann meine ich damit Ägypten. Okay, you'll get what, by God's grace, you'll get what I'm saying in a moment, right? Und mit Gottes Gnaden werdet ihr verstehen, was ich damit sagen möchte. Okay, now, put your Ezekiel head on, right? Jetzt setzt eure Hesekiel-Kappe auf. Okay, so in Ezekiel, right, you have the king of the north. Who's the king of the north in Ezekiel? Also in Hesekiel haben wir den König des Nordens. Und wer ist der König des Nordens in Hesekiel? No, what does it say in the book? Who is king of the north in his book of Wer Ezekiel? ist der König des Nordens im Buch Hesekiel? Nebuchadnezzar, right? Nebukadnezar. Right. I'm not asking who they illustrate, I'm asking just who is who, right? Ich frage jetzt noch nicht, wer ihn oder wer Nebukadnezar darstellt, sondern einfach nur, welche Person da jetzt dargestellt Who's wird. the king of the south in the book of Ezekiel? Und wer ist der König des Südens im Buch Hesekiel? I'll say it again, right? I'm just asking, just point to me exactly who it is, literally, not spiritually, right? Wie gesagt, buchstäblich, wer ist der König des Südens im Buch Hesekiel? Oh, No, the king of the south. Go to Ezekiel 29. Gehen wir zu Hesekiel 29. Egypt is the south, right? Ägypten ist der Süden, richtig? Ezekiel 29,
verse 3. Ezekiel 29, Vers 3. We're all trying to think ahead rather than just, what I'm doing is dealing just with facts now and then we'll look at it spiritually, right? Versuchen immer schon gedanklich vorzugreifen, aber das wollen wir jetzt erstmal noch nicht tun. Wir wollen erstmal die Tatsachen jetzt auflisten und dann schauen, was das bedeutet. It says, Speak and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, Pharaoh, king of Egypt. So who's the king of the south here? Also wer ist der König des Südens hier? Pharaoh, right? Pharao. And it says, the great dragon, right? Sagt hier, er ist der große Drache. According to the Bible, who's the dragon? Gemäß der Bibel, wer ist der Drache? Satan, right? Satan. Okay, right? Also So, im Deutschen steht da vielleicht Seeungeheuer, aber im Englischen steht da der große Drache. Egypt, which is the dragon, right? Ägypten ist der Drache. Now we'll come to Pharaoh's point, right? Jetzt können wir zu Phyros Punkt kommen. Who is this power in an alliance with in the book of Ezekiel? Im Buch Ezekiel, wem ist diese Macht in Bündnis? This power is in an alliance with another power in the book of Ezekiel. Who is it? Und diese Macht hier ist im Buch Ezekiel mit einer anderen Macht in Allianz, im Bündnis. Tyre. Tyros. Okay, but you're saying it as if you've already said it. We're sticking this is the king of the south. Tyre is not the king of the south, right? Tyros ist nicht der König des Südens. Tyre is the king of the north. Tyros ist der König des Nordens. But which king of the north? The true or the false? Aber welcher König des Nordens? Der wahre oder der falsche? The false, Der right? falsche. So, where does the woman sit? Wo sitzt die Frau? It sits on the heads of the kings of the king of the south, Sie right? sitzt auf den Häuptern der Könige des Südens. Margaret, why are you looking confused? Right? It says it right there. Look, what is that symbol right there? Sagt uns ja, was ist dieses Symbol hier? Okay, who's the dragon? Das ist ein Drache und wer ist der Drache? South. This the south, right? Der Süden. And the woman Die Frau, sits on the dragon, right? die sitzt auf dem Drachen. Okay. Here is the mind that hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains upon whom the woman sitteth. Hier Right? ist ja die Weisheit, die Verstand nötig hat. Die 7 Köpfe sind 7 Häupter, auf denen die Frau sitzt. Right? Richtig? And the woman is Babylon, Die right? Frau ist Babylon, richtig? Which is Tyre, right? Und das ist Tyros. So Tyre equals this woman Tyros ist diese Frau, that sits on the dragon, die right? auf diesem Drachen sitzt. Everybody following? Kann jeder folgen? Okay, so here you have the counterfeit, and here is the truth, right? Hier haben wir die Fälschung und hier haben wir das Wahre In this story, in right? dieser Geschichte. In the book of Ezekiel, Im because Buch Hesekiel. symbols can have more than one signification, Weil right? Symbole mehr als eine Bedeutung haben können. So in one book, Nebuchadnezzar might represent something completely different than he will do in another book, right? In einem Buch der Bibel kann Nebukadnezar was ganz anderes darstellen als in einem anderen Buch der Bibel. Right? Richtig? God sets up kings and he takes down kings. Gott right? setzt Könige auf oder richtet Könige auf und setzt Könige ab. So in this illustration, right? True king of the north, false king of the north, right? Sitting on the king of the south, the kings of the world. In dieser right? Darstellung haben wir den wahren König des Nordens und Tyros, den falschen König des Nordens, der dann auf dem Kopf des Königs des Südens sitzt. So go back to Genesis chapter 20. Gehen wir jetzt zurück zu 1. Mose 20. You just see this point. Da wollen wir diesen Punkt sehen. Verse 1. 1. Mose 20, Vers 1. Every word must have its proper bearing, right? Jedes Wort muss eine passende Bedeutung haben. Verse 1. 1. Mose 20, Vers 1. And Abraham journeyed from thence toward where? The south. So, Abraham ist gen Süden gewandert. So, spiritually speaking, where's Abraham going? Geistlich gesprochen, wohin geht Abraham hier?
Come on, brothers and sisters, that's not a difficult question. Who's the south? Wer ist der Süden nochmal? Egypt, right? Ägypten. The word Egypt means south. Das Wort Ägypten, Yes, it's the word, right? also das Wort für Süden kann Ägypten So bedeuten. I'm just asking so we can put the pieces together. So Abraham's going towards the south, right? Abraham geht hier gegen Süden. Is Abraham a type of Christ? Ist Abraham ein Typus für Christus? Where did Christ go? Wo ist Christus hingegangen? He went into Egypt Er ist nach Ägypten, so that he could be delivered from Egypt, sodass right? er aus Ägyptenland befreit werden könnte. And Abraham's seed was the Jews, right? Und Abrahams Same war Or the Israelites. die Juden oder die Israeliten. Where did they go? Und wohin sind sie gegangen? Into Egypt, Sind auch nach Ägypten so they gegangen, could be delivered from Egypt, sodass right? sie aus Ägypten befreit werden können. So this is this exact same illustration, right? Genau dieselbe Darstellung hier. Abraham's going down into, spiritually speaking, Egypt, right? Abraham geht hier hinab nach Ägypten geistlich gesprochen. And he's going to the king of the Philistines, Und er geht hier right? zu dem König der Philister. The Philistines are also a symbol of the whole world, right? Und die Philister sind auch ein Symbol für die gesamte Welt. Richtig? Right? Egyptian against Egyptian, Philistine against Das haben Philistine. wir It's the gesehen. same, right? Ägypter gegen Ägypter oder Philister gegen Philister, das haben wir gesehen. Ist dasselbe. Get the point I'm making? Könnt ihr den Punkt nachvollziehen, den ich machen möchte? And what happens Was passiert hier? is Abimelech takes Abraham's wife, right? Abimelech nimmt jetzt die Frau von Abraham. What happens to him then? Was passiert mit ihm? God gives him a dream. Gott gibt ihm einen Traum. Who did God give a dream to? Wem hat Gott noch einen Traum gegeben? Pharaoh and Pharao und Nebuchadnezzar. Nebukadnezar. And in that dream was a warning of what was about to happen to them, right? In diesen Träumen gab es letztendlich eine Warnung Gottes an sie, was über sie kommen würde. So Abimelech, he also gets a dream and he's warning him. God tells him plainly, that's not your wife. You better let them go or I'm going to bring the plagues upon you, right? In diesem Traum an Abimelech, da warnt Gott ihn auch und sagt, das ist nicht deine Frau, du lässt sie besser ziehen. Ansonsten werde ich die Plagen über dich bringen. So if you just go down, what did he do to Abraham? Und wenn wir da weiter runtergehen, was tut Abimelech dem Abraham? Verse 14. Vers 14. And Abimelech took sheep and oxen and men servants and women servants and gave them unto Abraham and restored him Sarah his wife. And Abimelech said, Behold, my land is before thee, dwell where it pleaseth thee. What did he give him? Was gibt er ihm hier? Reparations, right? Er gibt ihm Reparaturzahlung. Right? Okay, do we see what the points I'm making? Könnt ihr anfangen zu sehen, die Punkte, die ich machen möchte? So although he's technically, literally, he's the king of the south, but spiritually speaking, he represents the king of the north, right? Also technisch gesehen ist er der König des Südens, aber geistlich gesehen kann man sehen, dass er der König des Nordens ist. This Pharaoh, right, here in this time period, he makes a Sunday law, right? Also hier, dieser Pharao in dieser Zeit, er macht ein Sonntagsgesetz. That's why the Lord brings these 10 plagues upon him, right? He Deswegen makes the Sunday law right here. Bringt right? der Herr ja diese 10 Plagen über ihn, weil er hier am Anfang ein Sonntagsgesetz macht. Richtig? Moses comes and says, let my people go. Mose kommt ja hier und sagt, lass mein Volk ziehen. It's exactly like what come to Abimelech. You need to let Abraham go or you're going to get all this trouble come upon you, right? Genau wie bei Abimelech, wo er sagt, du musst ihn ziehen lassen, ansonsten wirst du diese ganzen Probleme bekommen. But unlike Abimelech, he stubbornly refuses all the way down till he eventually lets him go at the end, right? Aber ungleich Abimelech hält Pharao ja stur an denen fest, bis er sie letztendlich ziehen lassen muss bei der letzten Plage. And what did Pharaoh give them right at the end when Und he das let gibt them go? Pharao ihnen ganz am Ende, Reparations, right? dass er sie ziehen lassen muss. Er gibt ihnen auch Reparaturzahlung. It's the same story, Das right? ist dieselbe Geschichte. But Abimelech's not as bad as this Pharaoh here, right? Aber Abimelech ist nicht ganz so schlimm wie dieser Pharao dort. But what I want you to see is always the same. It's always the power that's making the Sunday law that gives the reparations. Aber was ihr sehen sollt, ist, dass es immer die Macht ist, die das Sonntagsgesetz macht, die am Ende auch die Reparaturzahlung machen muss. Right? Richtig? Okay. Now, what I want to do now, right, is because we're marking Greece this whole time here,
was ich jetzt sagen möchte, ist, haben wir Griechenland als diese ganze Zeit markiert. which is a parallel from the south coming against the north, right here. Das ist eine Parallele zum Süden, die gegen den Norden hier kommen. And when I say that, in history, when the south rose up against the north, who were they rising up against? Und in der Geschichte, als der Süden gegen den Norden aufkam, gegen wen sind sie aufbegehrt? No. French Revolution. State power. Sorry? State power authority. No. What do they make? Look in your Bibles. Who did the king of the south rise up against? Also, Right? in der Französischen Revolution, gegen wen ist der König des We're Südens always aufbegehrt? trying to think in our own mindset. Just read what it says. Who did the king of the south rise up against In der in Bibel, Revelation in 11? Offenbarung 11, gegen wen ist der König des Südens aufbegehrt? Two witnesses. The two witnesses. Gegen die zwei Zeugen. That's what it says, right? Das ist, was geschrieben steht, richtig? Who are the two witnesses a symbol of? Und wer sind die zwei Zeugen? Wofür stehen sie symbolisch? Go right here. Who's the symbol that they all see here? Was sehen alle Propheten hier? Welches Symbol? The two witnesses, Sie sehen die zwei Zeugen, richtig? right? At the same point that the south is coming against the north. Nämlich zum selben Punkt, wo der Süden gegen den Norden aufbegehrt. Okay, so when Greece comes to power here, who's he fighting against? Wenn Griechenland hier an die Macht kommt, gegen wen kämpft er? Gegen wen kämpft Griechenland? Oh, come on, he's fighting against the north, right? Kämpft gegen den Norden. Who? Christ, right? That's right. It's a war against Christ. Und zwar gegen den wahren König des Nordens, gegen Christus. Es ist The ein Lord Kampf is gegen using the Christus. natural to teach us something spiritual, Der Herr right? benutzt das Buchstäbliche, um uns etwas Geistliches damit zu lehren. You got to get this point. Look, it's right here in the story of Ezekiel. Und das sehen wir doch hier in der Geschichte von Hesekiel. This alliance here is a war against this king of the north, right? Diese Allianz dort ist ein Kampf gegen diesen König des Nordens. Richtig? Right? So, when you understand, right, that the south is rising against the north here and it's fighting against the two witnesses, it's a war against Christ himself, right? Also wenn wir verstehen, wie der Süden hier gegen die zwei Zeugen aufbegehrt, dann ist das ein Krieg gegen Christus selbst. Because they warred against this, Denn sie haben gegen die Bibel gekämpft. right? It was a direct war against Christ. Es war ein direkter Krieg gegen Christus gerichtet. Pharaoh, right here, what did he say? Pharao hier, was hat er gesagt? Who is God that I should obey his voice? Wer ist Gott, dass ich seiner Stimme gehorchen soll? It was an open hand rebellion against God himself. Es war eine offene Rebellion gegen Gott selbst. This is why it's represented as Pharaoh and Greece here, because they're fighting. You want to see the spiritual. The south is rising against the God of heaven. Also das, warum es hier Pharao markiert ist, wir müssen sehen, wie der Süden hier gegen den Gott des Himmels aufbegehrt. Get the point? Könnt ihr den Punkt nachvollziehen? You got to get this, right? Ihr müsst das hier nachvollziehen. Because it's the same illustration. Es ist dieselbe Darstellung. It's what he wants you to see here. Also was der Herr uns hier zeigen möchte. Daniel 11:40. Daniel 11, Vers 40. The south comes against the north, right? Der Süden kommt gegen den Norden. Okay, now we're getting it. So, literally speaking, who came against who right here? Buchstäblich gesprochen, wer kam hier gegen wen? In unserer Zeit. Okay, Biden against Trump. Right, so Biden let's gegen look at Trump. this. Let's take this now, right? So, Lass uns das jetzt genau anschauen. Biden, In Biden, who is he? wer ist er? Catherine. Come on, Margaret. We're dealing with biblical symbols here. Who is Biden? He's the south, Er right? ist der Süden. Okay, so he's this Greek horn right here, Er right? ist dieses griechische Horn hier. So if we go by just what the Bible's teaching, who is he in open hand rebellion against? Also wenn wir jetzt schauen, was die Bibel darüber sagt, gegen wen ist eine offene Rebellion? Christ. Gegen Christus. But who did he attack physically? Aber wen hat er physisch gesehen angegriffen? Trump, right? Okay, so
Now, Trump ist der Norden. just physically speaking, right? He's been in that office a couple of days now, right? I mean, America has never been prospering so much as it has done under the last 4 years of Trump, right? Also physisch gesehen, also Amerika hat noch nie so gediehen oder gedeiht in den letzten 4 Jahren unter Trump. Wie unter den letzten 4 And Jahren. what's he done in his last few days? Und was hat Biden oder Trump? Biden. Und was hat Biden in den letzten Tagen gemacht? Alles rückgängig gemacht. He's tore everything down, right? Yes. Er hat alles rückgängig gemacht, was Trump gemacht hat. In the church, this Weimar, what do they do? These people that rise up here, Und in der Gemeinde hier, die da aufstehen werden, diese Omega-Fall, was werden sie machen? they tear down that they once built up, Sie werden right? all das niederreißen, was sie einst aufgebaut haben. It's the exact same principle, right? Genau dasselbe Prinzip. Okay, so in this illustration, right, In dieser Darstellung jetzt hier Nebuchadnezzar would be Trump. ist Nebukadnezar Trump. Here, the dragon power would be Biden, right? Also hier ist der Drachenmacht, ist Biden. But who's Tyre then? Aber wer ist hier Tyrus? The Pope. Das ist der Papst. What is Biden doing right now? Was tut Biden jetzt? Yes. He's in bed with the Pope. Yes. Er ist im Bett mit dem Papst. Okay, so right here, he wants us to see something, right? Ja, und hier möchte Gott uns etwas zeigen. The Pope is sitting on the dragon, Der right? Papst hier auf dem Drachen sitzt. But, okay, another illustration, right? Aber jetzt lass uns eine weitere Darstellung anschauen. In the French Revolution, In der Französischen Revolution, who was the South trying to destroy? wen hat der Süden versucht zu zerstören? The false king of the Den north, falschen König des Nordens. right? And the kings that were in allegiance with him, right? Und also der falsche König des Nordens und die Könige, die in Allianz mit diesem falschen König des Nordens waren. Now, we looked at the children of the flesh. What flag do they fly Wir under? haben uns die Kinder des Fleisches angeschaut, unter welcher Flagge stehen sie? Black. The black flag. Unter der schwarzen Flagge. So who immediately attacked Biden when he came into power? Also wer hat sofort Biden angegriffen, als er an die Macht kam? Black flag. Antifa. Antifa. Diejenigen, die unter der schwarzen Flagge Now, when you sind, just go to Antifa. that story, it's they were in allegiance together, right? Also wenn man das sich historisch anschaut, sie waren ja an sich erstmal in Übereinstimmung miteinander. And it says when you go to look at the story of the French Revolution, it says it was the working out of their papal policies, right? Und wenn du aber in die französische Revolution schaust, warum sie aufkam, Ellen White schreibt, es war letztendlich die Auswirkung der päpstlichen Politik, die sich dann manifestiert. So right here, right, South comes against the North, Hier kommt der Süden gegen den Norden. and you have his policies all coming along, right? Und da wird jetzt diese Politik, die dann hier von ihm betrieben wird. And his policies were, when the South rises up and burns places down, we just let them get on with it. But when the North stands for what's right, they're terrorists, right? Also die Politik war letztendlich von beiden, ja, wenn der Süden dort aufbegehrt und Gebäude niederbrennt, ja, das ist in Ordnung, da können wir sie einfach in Ruhe lassen. Aber wenn der Norden sozusagen Gesetz und Ordnung einbringen möchte, dann sind das Terroristen. Right? Richtig? So you can see it was a direct war by him against what was right and what was true, Also wir right? können sehen, es war ein direkter Krieg gegen das, was richtig und wahr ist. And the ones that he was nurturing under him, these Antifa, right? Aber diejenigen, die er sozusagen genährt hat unter sich, nämlich diese Antifa-Leute, Rose up against him right here. die sind dann hier angefangen, gegen ihn aufzubegehren. Richtig? Get it? Könnt ihr das nachvollziehen? Okay, so there's some real deep things that we have to see about this, right? Da gibt es jetzt wirklich ein paar tiefgehende Dinge, die wir darüber sehen müssen. Now, we know that Trump, he's not really Christ, right? Und wir wissen natürlich, Trump ist nicht wirklich Christus. But the North, how is he going to retaliate? Aber der Norden, wie wird er zurückschlagen? What does it say in Daniel Sagt 11:40? es in Daniel Vers 40. Like a whirlwind. Like a whirlwind.
Er wird wie ein Wirbelsturm zurückschlagen. What did Ezekiel see right here? Was hat Hesekiel hier gesehen? He saw the whirlwind coming out of the north, Er hat den right? Wirbelsturm kommen sehen aus dem Norden. So in the book of Ezekiel, Im Buch Hesekiel, who does Nebuchadnezzar use to punish Pharaoh wen hat and Tyre? Nebukadnezar benutzt, um Pharao und Tyrus zu bestrafen? Come on, we've gone through this I don't know how many times. You should be rattling these things off. Who does Nebuchadnezzar use to punish Tyre and Egypt in the book Wen of hat Ezekiel? Nebukadnezar benutzt im Buch Hesekiel, um Tyrus und Ägypten zu bestrafen? He uses the east wind Er benutzt den Ostwind. and his own people, right? Und diese Meere, das sind die eigenen Leute von ihm. Because it's here, what sort of war is it? In was für ein Krieg ist das hier? Right? Das It's ist a ein civil war right Bürgerkrieg. here. Right? It's Egyptian against Egyptian, right? Das ist Ägypter gegen Ägypter, richtig? Antifa against the Democrats, Antifa gegen die Demokraten. right? It's deep, right? And Das ist tiefgehend. so the north is going to retaliate Der Norden, der wird hier zurückschlagen. like a whirlwind. Wie ein Wirbelsturm. And he's going to bring, it's going to, those, basically it'll be Antifa, Es wird Antifa sein. and Islam, Und der right? Islam. And Black Lives Matter. Yes, Black Lives Matter have a part to play in the kind Black Lives Matter ist ja Teil von Antifa sozusagen. right? It's the same people. It's the working out of their own policies, right? Das ist das Auswirken, die Früchte ihrer eigenen Politik. Read the chapter on the French Revolution, how it came about, right? Lest das Kapitel der Französischen Revolution, wie das zustande kam. Okay, so the point is that when you get to the end here, what's going to be formed? Aber der Punkt ist, wenn wir hier zum Ende kommen, was wird hier formiert werden? League, right? Ein Bündnis. They'll be terrified, right? Die werden voller Schrecken sein. And who comes out of this league? Und wer kommt aus diesem Bündnis hervor? The king of the north, König des Nordens. right? So Der Wirbelwind. the Sunday law will be made by a Republican president, right? Das Sonntagsgesetz wird durch einen republikanischen Präsidenten Who gemacht. starts off like a lamb and then he's going to speak like a dragon, Wie right? ein Lamm beginnt, aber dann wie ein Drache sprechen wird. Okay. So the Lord has to show you how is it that he's a lamb at the beginning, right? Der Herr muss uns zeigen, wie kann es sein, dass er ein Lamm am Anfang ist. Okay? Because the king of the north here, right? Der König des Nordens hier, He gets here, he's like a lamb. der wird hierhin kommen und er ist wie ein Lamm. He says, "Peace be unto you." Sagt, Friede sei mit euch. But when you get here, Wenn du aber hierhin kommst, is a change takes place, right? dann findet ein Wechsel statt, richtig? The son doesn't remember what happened to the father, Der Sohn erinnert sich nicht mehr, was mit dem Vater geschah. right? And he gets back into bed with the papacy, Und er right? geht ins Bett zurück mit dem Papsttum. And he's at war with his own father, right? In the minds are not one, right? Und er ist im Krieg dann mit seinem eigenen Vater. Ihre Gemüter sind nicht eins. And that's what you see in Daniel chapter 6. His own people, they deceive him and they're really trying to destroy God's people and he is doing everything to try and save them, right? Das können wir zum Beispiel in Daniel 6 sehen. Die eigenen Leute verführen ihn, aber er möchte in Wirklichkeit Gottes Volk retten. Richtig. Do we see it? Können wir sehen? Yes. Okay. So there's some things that we just really, in our blindness, we just don't see, right? Da gibt es wirklich einige Dinge, die wir in unserer Blindheit noch nicht richtig sehen. And that makes it much clearer for me now what's going to happen at that point, Das right? macht es sehr viel deutlicher da jetzt für mich, was da jetzt an diesem Punkt passieren wird. The other day when I saw Antifa now attacking Biden and I saw him making, gestures towards the Pope, I thought, what on earth is going on here, right? Die vergangenen Tage, als ich dann gesehen habe, wie Antifa dann gegen die Demokraten und Biden aufstand und dann auch Biden zu dem Papst ging, da habe ich mir nur gedacht,
kann man das jetzt verstehen. You've even got people now saying, yeah, look, you can see Biden's going to make the Sunday law, which is nonsense, right? It's a Und es gibt false- ja Leute, die Yes. dann jetzt sagen, ja, Biden wird derjenige sein, der das Sonntagsgesetz macht, aber nein, das ist It's a Unsinn. deception. It's Satan's deception plan. He's jumping around from one to the other, and he's counterfeiting all these things to try and confuse those that don't follow the prophetic narrative. Right? Das ist letztendlich eine Täuschung und er springt von hier nach hier und er fälscht diese ganzen Dinge, um die Leute zu verwirren, die nicht wirklich nachfolgen. Okay, but Most of the Advent people believe this. yes, most And of Biden together get the Sunday law. yes, right. But it's not going to be, right? Ja, also die Leute glauben, dass Papst und Biden zusammen das Sonntagsgesetz machen, aber das wird so nicht sein. Okay, so okay, I'm beating you with the stick because we must be familiar with these stories. We must put those symbols in our mind, right? Ich schlage euch so ein bisschen mit dem Stock, denn wir müssen diese Dinge wirklich verstehen, wir müssen damit vertraut sein, wir müssen diese Symbole in unserem Kopf tun. Amen. Mhm. Okay, let's close with. Let me ask you one more question. Yes, sure. Okay, noch eine letzte Frage. Ezekiel 31. Ezekiel Verse 31. 2, you said, who is like Pharaoh, and I answered, you said I'm Lebanon, and you said no. What did you say? Cedar. Auf Cedar. Cedar. Also Did you say Ezekiel, no because I didn't say the Assyrian which you wanted to do, or did you say no? Yes, no, yes, not because it was wrong. I was saying Okay, the point is he's liking him unto the Assyrian, right? yes. der Punkt ist, er wird mit dem Assyrer verglichen und der Assyrer steht hier bei einer Zeder in Libanon. Because, I mean, a cedar in Lebanon wouldn't tell us anything, right? Yeah, okay. Yes, I wanted to grab it. yes, no. Zeder in Libanon, das würde uns jetzt nicht sagen, aber deswegen Assyrer wäre die richtige Antwort. Himmlischer Vater, Dear Heavenly Father, ich danke dir für das Studium. I want to thank you for the study. Bitte hilf uns, diese Dinge zu verstehen und uns zu merken. Please help us to understand these things and to remember these things. Bitte sei jetzt mit uns diesen Tag, dass wir ihn gut verbringen. And please be with us now throughout this day that we make right use of it. Und gib uns auch Zeit, uns mit dir zu beschäftigen. And please grant us also time to spend time with you. Bitte vergib uns unsere Sünden Please forgive us our sins und sei bei jedem Einzelnen von uns. and be with each one of us. In Jesu Namen. In Jesus' name, amen. It's nice. It's the second woe. The second woe was both the